Lufthansa 008, wind 280 degrees, 5 knots, runway 25 center, clear for takeoff. Er sitzt im höchsten Gebäude des Flughafens. Lotse Florian Frommholz. 6 knots, runway 25 left, clear to land. Sein Job, Starts und Landungen regeln, Hunderte täglich, auch Notfälle. Medical Emergency, davon haben wir recht häufig welche, also ich würde sagen täglich. Stromausfall am Flughafen, Einsatz für Fabian Lutz. Wir haben hier am Flughafen 70 Notstromanlagen, für jede Landebahn sogar 2 redundante Anlagen. Und wenn eine ausfällt, übernimmt die andere. Er ist verantwortlich für die Stromversorgung auf dem Vorfeld und in den Terminals. Die Höhenretter der Berufsfeuerwehr Frankfurt. Menschenrettung vom Radarturm am Flughafen. Das ist schon mal was anderes. Aus der Perspektive habe ich ihn auch noch nicht gesehen. Können wir? Natürlich, hier sind sie, die exklusiven Einblicke rund um Deutschlands größten Airport. Ein Flughafen ohne Strom ist kein Flughafen. Ohne Strom starten keine Flugzeuge. Ohne Strom fliegen keine Passagiere. Ohne Strom ist Blackout am Airport. Frankfurter Flughafen, 5. August, 23 Uhr. Plötzlich ist es dunkel am Airport. Nichts geht mehr. Kaum Licht, Notbeleuchtung, gruselig. Der Flughafen Frankfurt liegt plötzlich im Dunkeln. Schuld daran ist so ein kleiner Kerl. Ein Siebenschläfer hatte großen Hunger und hatte sich in einem nahegelegenen Umspannwerk ein Kabel vorgenommen. Am Frankfurter Flughafen war um 3:30 Uhr morgens der Spuk vorüber, der Strom floss wieder. Dennoch kam es im Laufe des Tages noch zu Verzögerungen und einzelnen Flugausfällen. 1000. 2 Pilotinnen im Landeanflug. 100 above. Vor ihnen leuchtet der Flughafen. Landebahnen und Rollwege. 70.000 Lampen. Das hat ganz Frankfurt an Straßenlaternen. 100. 50, 40, 30, 20, retard, retard. Spoiler. Die Lampen im Boden regeln den Verkehr als Wegweiser und Ampel an Kreuzungen. Da ist er. Ohne Strom kein Funkkontakt, zum Beispiel mit dem Tower. Eine Katastrophe, wenn hier der Strom abstürzt. Für diesen Fall gibt es Fabian Lutz. Er ist Experte für die Notstromversorgung an Deutschlands größtem Airport. Wir haben hier am Flughafen 70 Notstromanlagen, für jede Landebahn sogar 2 redundante Anlagen, die doppelt abgesichert sind. Wenn eine ausfällt, übernimmt die andere. Und die werden monatlich einmal getestet und das machen wir heute Nacht. Dafür lässt er gleich die Beleuchtung der Landebahn und am Terminal ausschalten. Fabian sorgt für Spannung am Flughafen. Am Flughafen selbst bin ich jetzt schon seit 2013. Habe meine Ausbildung hier im Flughafen gemacht, habe hier Mechatroniker gelernt. Und nach meiner Lehre bin ich dann zur, wir sagen Dieselwerkstatt oder zur Werkstatt für die Netzersatzaggregate und für den Netzbetrieb gegangen. Und seitdem bin ich auch in der Abteilung und bin hier auch mega glücklich mit den Kollegen und so. Macht auf jeden Fall Spaß, hier zu arbeiten. Mit seinen Kollegen darf er heute dem Flughafen den Saft abdrehen, aber erst nach Mitternacht, nach der letzten Landung. Erster Stopp, die Start-Landebahn Center. Noch funktioniert die Beleuchtung, gleich wird's dunkel. Idealerweise startet dann das Notstromaggregat, sagt Fabian Lutz. Bei einem Stromausfall wird wirklich die Bahn kurz ausgehen für 15 Sekunden. Bis der Motor gestartet hat. Und wenn der Motor gestartet hat, dann wird der Motor direkt übernehmen. In 15 Sekunden soll also der Notstrom angehen. Das checken wir mal. Strom aus, bitte. Test bestanden.
Der MTU 4000 übernimmt jetzt die Stromversorgung. 16 Zylinder, fast 3000 PS. Das sollte reichen für die 4 Kilometer lange Bahn mit tausenden Lampen. Überwacht werden die Notstrom-Dieselaggregate hier. Moin. Ja, wir sind jetzt hier in der Netzleitzentrale. Hier laufen die Fehlermeldungen auf, wenn zum Beispiel in der Station ein Fehler auftritt. Hier zum Beispiel kann man dann die ganzen Netzersatzanlagen sehen. Zum Beispiel hier vorne sieht man gerade den Dieselmotor mit dem Generator hinten dran. Und alle anfallenden Störungen, die kommen, die werden wir dann von hier aus sehen. Und die kriege ich dann mitgeteilt. Und wir fahren dann vor Ort und schauen, was an der Station dann los ist. 70 Notstromaggregate versorgen Bahnen, Rollwege, Terminal, Ambulanz und Feuerwehr. Fast alle Dieselmotoren testen sie heute Nacht. Ob sie automatisch anspringen? Kollege Robert Simonitsch zieht den Stecker. Das ist ein Mausklick. Dann kann man hier draufklicken auf den Gesamtprobelauf, starten und es geht los. Wie du siehst, die Farben ändern sich, die Anlagen laufen an. Die Abgaswolke von einem Dieselaggregat. Also Notstrom ist gestartet. Wir fahren jetzt mal raus und schauen mal nach den Anlagen, schauen mal, ob irgendwo Störungen kommen und werden dann vor Ort alarmiert. Der Strom fließt unterirdisch kreuz und quer über den Flughafen. Dafür wurden 800 Kilometer Kabel verlegt. Das entspricht der Strecke Hamburg-München. 2 Netzbetreiber liefern den Strom, Mainova und Syna. Grob gesagt kommt der Strom zuerst ins Umspannwerk, wird dort von 100.000 auf 10.000 Volt runtertransformiert. Wir haben 6 Umspannwerke hier am Flughafen und die verteilen dann den Strom weiter hier komplett am ganzen Flughafen. In die Gebäude geht der Strom dann mit 10.000 Volt rein und wird dann dort auf 400 Volt runtertransformiert. Mit 400 Volt gehen wir dann an die ganzen Abgänge, wo die Verbraucher am Ende dranhängen. Einmal Milchkaffee. Hat funktioniert. Am Ende läuft dann da der Kaffee. So, jetzt ruft gerade die Leitwarte an. Bleib mal kurz stehen. Lutz, hallo. Hi. Alles klar. Danke, bis später. Ciao. Genau, also die Leitwarte hat uns jetzt gerade mitgeteilt, dass in der AP1 ein Schalter nicht ganz geschaltet hat, so wie er soll. Und da schauen wir mal danach. Der Flughafen verbraucht täglich so viel Strom wie die Stadt Heidelberg an einem Tag. Heidelberg ist jedoch 15.000 Fußballfelder groß, also 5-mal größer als der Frankfurter Airport. Wen es interessiert. Terminal 1, Position A50. Hier ist die AP1, die Netzersatzanlage. Dafür steht jetzt zum Beispiel auch hier das Näher, das sieht man ganz gut hier in der Tür. Und da gehen wir jetzt mal rein und gucken mal, was da los ist. So, der Motor läuft, es wird jetzt einmal sehr laut für uns. Die Notstromanlagen sind vollautomatisch. Kollege Computer managt den Strom. Doch heute nicht so, wie er sollte. Wo es technisch zwickt, meldet er per Monitor. So, wir haben jetzt hier einmal die Schalterstörung näher Feld 4, Feld 38 und näher 1 bis 5 Synchronisierungsstörung. Da schauen wir jetzt mal nach dem Schalter. Eine Notstromanlage kostet mehr als 1 Million Euro. Zur Erinnerung, 70 hat der Flughafen. 14 kommen demnächst noch dazu für Terminal 3. Also wir haben jetzt den Schalter resettet. Anscheinend hat er eine Fehlfunktion gehabt und wir konnten die Meldung jetzt wegquittieren. Dafür mussten die Kollegen in der Leitwarte den Diesel ausschalten. Den starten wir jetzt neu, beziehungsweise lassen ihn von der Leitwarte aus neu starten. Wir gucken mal, ob das jetzt funktioniert. Warte. Der rote Strom Ja. will an der schwarzen Linie entlang, doch grün blockiert Notstromleitung F38. Schaltet der Computer den Weg frei? Jetzt hat NS F38 auch eingeschaltet, also jetzt funktioniert es. Hier läuft jetzt alles nach Plan. Und was macht der riesige Dieselmotor? Tropft Öl?
alles trocken. Der Motor läuft wie geschmiert. Hallo, der Notstrom läuft. Licht an, bitte. Geht doch. Und jetzt zum Tower, zu den Fluglotsen. Er ist von jeder Ecke aus zu sehen. Er ist das wichtigste Gebäude am Flughafen. Der Tower der deutschen Flugsicherung. In der Glaskanzel arbeiten Fluglotsen wie Florian Frommholz. 0613, wind 300 degrees, 6 knots, runway 25 left, clear to land. Lufthansa 062, wind 310 degrees, 9 knots, runway 25 center, Lima 6, clear for takeoff. Lufthansa 2 Tango Victor, wind 290 degrees, 5 knots, runway 25 center, clear to land. Jetzt sind 23, der jetzt bei einer Meile da auf der Centerbahn hängt. Da landet jetzt gleich. Den sieht man jetzt da hinten neben der Condor da in der Luft. Jetzt gerade habe ich 3 Stück gleichzeitig auf der Frequenz, das sind alles Inbounds. Starts habe ich jetzt gerade keine. Wenn viel los ist, sind es mal an die 10 hoch. Aber wie gesagt, jetzt gerade 3, 4, vielleicht mal 5. Ich rufe gerade der 4. rein. 051, hallo. Im Minutentakt starten und landen sie. 340, 300 ist das, genau. Bis zu 100 Maschinen pro Stunde. Lufthansa 062, identified, connect radar 120155, ciao. Aus der Kanzel sehen die Fluglotsen alle 4 Start- und Landebahnen. Ja, auch ein schöner Ausblick. Ja, ich muss ja rausgucken. Also gerade wenn kein schlechtes Wetter ist, dann schaut man ja mehr raus, als man auf die Bildschirme guckt. Von 051, interessant 25 Center. Auf 4 Monitoren beobachtet er jedes Flugzeug. Wo steht die Maschine? Wo rollt sie hin? Ist der Pilot auf der richtigen Bahn? Roger, call you back. So 9 Lima Kilo, identified, radar 120155, ciao. Lima Kilo 120155, ciao. Also das hier ist mein Streifensystem. Also früher hat man so Papierstreifen gehabt, sowas in der Art hier. Das waren früher die Papierstreifen, da stand natürlich dann andere Informationen drauf. Das haben wir heute alles digital hier in so einem Touchscreen, wo wir mit dem Stift das bedienen. Landebahnen haben wir hier schematisch aufgestellt auf so einem Zeitstrahl. Das ist die Südbahn, die Landebahn, Centerbahn, die Startbahn. Da sind die ganzen Flieger drauf, die wir jetzt haben. Zum Beispiel die 008 hier, die da jetzt gerade da draußen steht. Die rollt jetzt gerade auf die Bahn. Lufthansa 051, connect April 11755. Genau, ansonsten haben wir hier noch Radarbildschirm, Bodenlage. Da sieht man wieder die 008 hier. Die ist gerade auf der Bahn. Dann links daneben haben wir das Wetter. Steht der Wind im Prinzip da für die einzelnen Bahnen. Die geben wir bei jeder Land- und Startfreigabe dazu. Links davon haben wir Luftradar. Da sieht man hier die Südbahn, die einzelnen Inbounds hier. Und auf der Nordbahn sind das auch gerade 2 Stück. Also mit denen auf der Südbahn spreche ich gerade, Nordbahn macht jemand anders. Und dann links von mir habe ich noch mal ein anderes System, wo ich jeweils die Luft- und Bodenlage aufschalten kann. Und jetzt hier habe ich gerade die Befeuerungspulte, da kann ich dann die Stoppbahn ausmachen zum Kreuzen der Bahn. Lufthansa 008, wind 280 degrees, 5 knots, runway 25 center, clear for takeoff. Das ist 008. Takeoff nach Hamburg. Condor 4 Alpha Kilo, reduce final speed, cleared visual approach, runway 25 center. In case of missed approach, maintain runway track climb 5000 and Airbus 319 departing ahead. Die Piloten einer Condor-Maschine wollen landen. Florian Frommholz sagt der Crew, wie. Wir haben gesagt, dass er jetzt per Sicht auf die Centerbahn anfliegen soll. Habe einen neuen Missed Approach-Verfahren gegeben, also im Fall, dass er durchstarten muss, dass er dann geradeaus fliegen soll und bis 5000 Fuß steigen soll. Und habe ihm dann noch gesagt, dass ein Flieger vor ihm noch startet von der Centerbahn, dass er sich nicht wundert, wieso die Landefreigabe so spät kommt. Und wo ist der Flieger jetzt, mit dem du gesprochen hast? Der ist bei 4 Meilen draußen, da hinten, dieser weiße Punkt, den man dann sieht. Lufthansa 902 identified, 120155, ciao. Der braucht jetzt noch 1,5 Minuten bis zur Centerbahn. Jetzt kriege ich gleich auf der Centerbahn Takeoff und dann ist das erledigt. Noch rollt auf der Bahn ein Airbus A319 nach Manchester. Ja, da ist noch ein bisschen Platz, alles gut. Sollte was passieren, kann man immer noch Flieger anhalten oder auf durchstarten lassen, da gibt es immer noch Optionen. Florian beobachtet Geschwindigkeit und Flughöhe der Maschinen. Auch Windrichtung und Wetterlage, alles gleichzeitig, inklusive 2 Landebahnen. Dankeschön. Lotsen sind Multitalente. Ja, muss man sein. Ja. Lufthansa 062, wind 310 degrees, 9 knots, runway 25 center, Lima 6, clear for takeoff. Gerade hier in Frankfurt arbeitet man viel mit Leuten drumherum zusammen. Da muss man einfach mitbekommen, was um einen herum die ganze Zeit passiert, was einem die Leute zurufen.
während die Flieger mit einem reden. Teilweise hat man dann auf manchen Positionen auch 2 Frequenzen, wo man dann Fahrzeugfunk und Flugfunk gleichzeitig macht, wo dann gleichzeitig Unterhaltungen passieren können, wo man dann bei beiden zuhören muss. Das lernt man aber und gewöhnt man sich dran. Lufthansa 074. After the departing American, line up 25, stand up behind. Nach dem Abitur studiert er Physik in München. Doch das ist ihm zu langweilig. Mir hat es relativ schnell keinen Spaß mehr gemacht, weil es einfach nicht so praxisorientiert war. Wollte dann erst was anderes machen. Lufthansa 074, Lima Trio, Short 25 Center. Anderen Studiengang, der ein bisschen praxisorientierter war. Und habe dann durch Zufall hier von der Flugsicherung erfahren und habe das mehr so aus Spaß und mal ausprobieren mal gemacht und hat dann geklappt und bin da ganz froh drüber. Die Akademie der Deutschen Flugsicherung in Langen. Vor 8 Jahren startete er mit der Ausbildung zum Lotsen. Wir begleiten ihn damals schon mit der Kamera. 7000 Frauen und Männer bewerben sich jedes Jahr. 5000 von ihnen schaffen es bis zum Einstellungstest. Aber nur 140 bestehen ihn. Die Ausbildung dauert knapp 3 Jahre. War anstrengend, war viel, hat aber auch Spaß gemacht. War halt sehr gebündelt, sehr viel auf einmal. Gegen Ende hin ist dann sehr viel Praxis geworden im Simulator. Das hat auch echt viel Spaß gemacht. Auch da wieder ein tolles Miteinander im Kurs halt. Man trifft sich sehr häufig, lernt zusammen. So ein bisschen wie Uni- und Schulvibes halt. Macht Spaß auf jeden Fall. Condor 2403, wind 300 degrees, 7 knots, runway 25 left, clear to land. Plötzlich ein Notfall an Bord dieses Streamliners aus Amerika. Ein Passagier braucht medizinische Hilfe. United, ja, die war Chicago. Die Piloten haben den Rettungsdienst alarmiert. Der wartet schon am Gate. Roger, call you back. Notstromaggregate stehen auch im Tower bereit für den Fall der Fälle. Genauso wie an den Start- und Landebahnen. Betriebsingenieur Fabian Lutz ist an der Netzersatzanlage Start-Landebahn Center. Sein Auftrag: Inspektion des MTU 4000, der größte Dieselmotor am Platz. Wir fangen jetzt mal hier an und demontieren die Luftfilter zuerst, damit wir hier eben die Ansaugbögen runternehmen können. Der MTU 4000, Fabians Lieblingsmotor. Er ist stark, breit und rückenschonend. Ja, tatsächlich sind so 4000er, also die Größe, da schraubt man gern dran. Ich meine, das ist auch, wenn man so sagen kann, echt schrauberfreundlich, weil man arbeitet im Stehen, direkt auf Höhe, arbeitet nicht irgendwie gebückt oder in irgendeinem Motorraum drin. Von daher, ja, das ist sehr angenehm zu schrauben und das ist schon ein schöner Motor. Der Plan heute: Wechsel von Kraftstoff und Luftfilter sowie die Ventildeckelabdichtung. Dafür muss der Ventildeckel ab, darunter ist die Dichtung. Der Job macht mir Spaß, Motoren sind schon immer mein Leben lang irgendwie interessant. Und ja, jetzt da dran zu schrauben, macht halt irgendwie immer einfach Spaß. Geschafft. Jetzt kann Fabian die Ventile einstellen mit Spezialwerkzeug. Das passt, sehr gut. Dann können wir gerade zum nächsten gehen. Mit der Fühlerlehre kann er das Spaltmaß der Ventile feststellen. Kann der Deckel wieder drauf? Mit neuer Ventildeckelabdichtung. Alle 16 Jahre werden die Motoren komplett zerlegt, gewartet und wieder zusammengeschraubt. Pflege ist wichtig für das 200.000 € teure Stück mit neuen Luftfiltern. Damit auch die Frischluft, die dem Motor am Ende zugeführt wird, wieder schön gefiltert ist. Und schön wieder festmachen. Das ist übrigens der Auspuff. Die Aggregate werden mit synthetischem Kraftstoff betrieben. Die Schadstoffe in den Abgasen sind dadurch deutlich reduzierter, sagt Fraport. Auf dem Dach stehen 10 Ventilatoren. Sie kühlen den einen Notstrommotor, sagt Fabian Lutz. Hier ist der Kühler und genau hier hast du einfach die Sicht aufs Vorfeld. Terminal 2, danach Terminal 1, jetzt Terminal 3, gerade direkt da im Bau. Immer wieder spannend, was für ein riesen Gelände das hier ist. Und ja, ist einfach spannend. Auftrag erledigt. Die Anlage ist fit für den Notfall.
Spannung gibt es auch bei den Höhenrettern. Sie trainieren am neuen Radarturm der deutschen Flugsicherung. Hier wollen sie gleich runter mit einem Seil. Die Höhenretter der Berufsfeuerwehr Frankfurt. Doch zuerst genießen sie den seltenen Ausblick auf die Bahnen, die Brücken und natürlich die Flieger. Das ist schon mal was anderes. Aus der Perspektive habe ich ihn auch noch nicht gesehen. Das ist einer der schönen Aspekte, die man hat in unserem Job, dass man sowas auch mal erleben darf. Im Beruf. Das ist schon wirklich beeindruckend. Ja. Mirko Walter rettet Menschen von hohen Gebäuden, Gerüsten und Türmen. Heute seinen Kollegen. Er spielt einen Patienten. Ihn wollen sie retten mit einer Trage von oben nach da unten. Mit Seil und Haken. Außen entlang natürlich. Mit einem Fahrstuhl kann das ja jeder. Die Herausforderung hier ist jetzt gar nicht mal so die Höhe, sondern dieser Vorsprung, im Prinzip die 2 Meter Versatz. Und nachher muss die Trage auch wieder über dieses Geländer dort unten hochgezogen werden. Das heißt, mit mir dran und dem zu Rettenden sind wir dann ungefähr so, schätze ich mal, bei 160, 170 Kilo. Die müssen halt wieder aufgezogen werden, sodass wir über die Brüstung rüberkommen. Die Höhenretter, das sind speziell ausgebildete Rettungsteams. Seit 1993 im Einsatz. Wo die normale Ausrüstung der Feuerwehr an ihre Grenzen stößt, kommen sie. Ihnen geht's gut soweit? Mir geht's gut, ja. Ja, was passiert? Die Gondel fährt nicht mehr. Fensterputzen am Main Tower, 27. Etage, außen. Plötzlich bleibt die Gondel stehen. 2 Mitarbeiter einer Reinigungsfirma kamen am Nachmittag weder hoch noch runter. Die Höhenrettungsgruppe der Feuerwehr Frankfurt musste ran. In 25 Metern Höhe, in einem Betontrichter an einem schaukelnden Kran gefangen und keine Chance, nach unten zu kommen. Die Höhenrettung der Feuerwehr rückt an, um den Kranführer zu befreien. Das macht schon Spaß, muss man sagen. Man kommt in ein Gebäude, wo kein anderer hinkommt, in die Höhe, Fernmeldeturm, ähnliche Sachen. Also, das ist schon schön, es ist sehr umfangreich, sehr anstrengend, mit sehr viel Ausbildung verbunden. Aber es macht durchaus auch Spaß, das darf man an der Stelle, glaube ich, auch so mal sagen. Mirko Walter ist Hauptbrandmeister. Seit 22 Jahren ist er bei der Berufsfeuerwehr. Ich war ganz lange bei der Freiwilligen Feuerwehr und habe dann den Weg zur Berufsfeuerwehr eingeschlagen, weil das klingt jetzt immer so ein bisschen komisch, aber ich eigentlich mein Hobby zum Beruf gemacht habe. Und es ist sehr abwechslungsreich, es ist wirklich schön. Also nicht nur die Höhenrettung, sondern der Feuerwehrberuf als solches ist sehr abwechslungsreich. Es ist nie langweilig, also von daher sehr, sehr gut. Sie löschen auch Feuer, helfen bei Unfällen, wenn sie nicht irgendwo in 100 Metern Höhe an einem Seil schweben. Mirko Walter ist verheiratet, hat eine Tochter. Angst hat seine Familie nicht um ihn. Sie wissen, Sicherheit steht bei den Rettern an erster Stelle. Wir arbeiten immer redundant hier, das heißt, wir haben immer 2 voneinander unabhängige Systeme, sodass, wenn ein System versagen würde, man immer noch ein zweites hat, was hält. Deswegen ist es jetzt ein bisschen umfangreicher. Das hier ist für den Retter zum Beispiel alles. Und der andere Teil ist für die Trage und für den Patienten, um die zu sichern. Die Kollegen bauen jetzt die Abseilstrecke auf. Auch die gibt es zweimal. Einmal eine Laststrecke nennen wir das, einmal eine Sicherungsstrecke. Das kommt nachher beides an die Trage und wird von hier oben bedient. Das nennt man dann passiv. Der erste Retter, der abfährt, der hat nachher nur ein Seil da hängen oder 2 Seile, an denen der aktiv abfährt. Das heißt, er bedient das Abseilgerät selber. In meinem Fall wird es von hier oben durch die Kollegen bedient. Genauso wie wir immer 2 Systeme haben, nennen wir das auch einen 4-Augen-Check. Das heißt, das wird alles nochmal kontrolliert. Wir kontrollieren uns gegenseitig, dass die Gurte richtig zu sind und dass alles sicher ist, dass alles zu ist, sodass hier nichts übersehen werden kann, dass es maximal sicher ist. Geduldig wartet Kollege Patient auf seine Rettung. Sicherheit steht vor Schnelligkeit. Der kleinste Fehler kann tödlich enden. Das wissen die Retter. Der Kevin fährt jetzt runter, der kriegt das Seil runtergegeben, die 2 Seile, fährt er aktiv runter, dann ziehen wir die Seile wieder hoch, bauen die Trage ein und ich werde dann mit der Trage passiv abgelassen. So ist der Plan.
sind ja nur 50 Meter bis nach unten. Wenigstens ist der Ausblick schön. Vom DFS-Radarturm zum DFS Tower. Dort arbeitet Fluglotse Florian Frommholz. Nummer 6 Uniform, Taxi Mike and Mike 8, on shore of the Cat 2 Rolling Point Runway 25 Center. Medizinischer Notfall an Bord dieser Maschine aus Amerika. Ja, die war Chicago. Ein Passagier braucht Hilfe. Im Fliegerjargon ein Medical Emergency. Medical Emergency ist halt auch nur ein ganz normaler Anflug, der halt dann priorisiert wird. Davon haben wir recht häufig welche, also ich würde sagen täglich. Gerade weil Frankfurt halt ein großer Flughafen ist mit der eigenen Klinik hier, kommen die halt gerne hierher. Ab und zu hat man mal auch irgendwelche technischen Notfälle, wo dann Flieger hier landen. Da fährt halt dann meistens die Feuerwehr raus, einfach aus Sicherheitsgründen, so Local Standby nennt sie das. Also das wird dann meistens ja schon weiter draußen gemeldet, wird dann angekündigt vorher, sodass wir uns vorbereiten können. Europa 60 Golf X-Ray, Text war Mike and Tango, Short of Tango 4. Florian Frommholz plant und kontrolliert Starts und Landungen. American 705, good morning. Lima 1, hold short of 25, stand up. Die Piloten müssen seinen Anweisungen folgen. San Express 7 Jewel Yankee in Mike 8, Cross Runway 25 Center. Auf dem Tower arbeiten insgesamt 70 Fluglotsen. Lima 6, hold short of 25 Center, call back. Im Schichtdienst, Tag und Nacht. Der Tower Frankfurt. Baubeginn 2009. Kosten 34 Millionen Euro. Bauzeit 2,5 Jahre. In Betrieb seit Juni 2011. Die Kanzel hat eine Fläche von 110 Quadratmetern. Das ist ein 70stel eines Fußballfeldes. Oben mit Kanzel, unten mit Verwaltung. Betriebsbüros, Verfahrensplanung, Safety Management, Towerchef und Personalbüro. Insgesamt 100 Mitarbeiter sind hier beschäftigt. Und noch eine Info. Im Sicherheitsbereich ist er das einzige Gebäude mit Bäumen. In Leipzig steht ein Tower ähnlichen Typs wie in Frankfurt. Auch Hannover hat eine Kopie der Hessen. Der höchste Tower Deutschlands steht in Düsseldorf. 85 Meter. 15 Meter mehr als in Frankfurt. Gude, neues Kuhn-H 1016. Deutschland hat 15 internationale Verkehrsflughäfen. An allen ist die deutsche Flugsicherung für Start- und Landefreigaben verantwortlich. Würde Florian an einem anderen Tower arbeiten wollen, müsste er wieder die Schulbank drücken. Ich müsste dann nochmal eine Lizenz für diesen Tower erwerben. Das ist nochmal so ein Jahr ungefähr Ausbildung am Bord im Prinzip arbeiten, während halt ein Coach hinter einem sitzt. Und muss man nochmal neue Lizenz komplett neu erwerben. Ufer 757, Cleared Visual Approach 25 Center in case of straight ahead 5000. Heute starten und landen 81 Airlines aus 91 Ländern. Sprechen denn alle Piloten gut Englisch? Alle nicht, die meisten. Es hapert dann, wenn man vom Standard abweicht. In der Luftfahrt hat man ja Standardphrasen, so Phraseology nennt sie das. Also Standardsätze, die überall auf der ganzen Welt gleich sind, die immer das Gleiche bedeuten. Gene 530, hallo, Roger, I will call you back. Das heißt, wenn man dabei bleibt, funktioniert es meistens. Manchmal muss man davon aber abweichen und dann wird es bei manchen Airlines schwierig. Aber irgendwie kriegt man den Punkt dann schon rüber. Auch wenn es erst mal im zweiten und dritten Mal dann ist. Aber dafür wird man ja auch bezahlt hier. Ein Fluglotse verdient um die 120.000 Euro brutto pro Jahr. Lufthansa 4 Echo Lima, Taxi Mike 30, hold short of the Cat 2 Holding Point, Runway 25 Center. Ein anspruchsvoller Job mit hoher Konzentration. Entspannung daher wichtig. Sobald man zu Hause ist, muss man nicht mehr über die Arbeit nachdenken, muss man nicht nur irgendwie, okay, ich muss noch die E-Mail zu die E-Mail, das hat man halt alles nicht. Also von daher dann entspannen, auf die Couch legen, was lesen. Also 6 Uniform, hallo. Musik machen, alles Mögliche. Also, was machst du für Musik? Ich spiele Gitarre in einer Band. Ja. Genau. Das ist dann so meine Freizeitbeschäftigung. Welche Richtung? Ja, Symphonic Metal.
Lufthansa 4 Echo Lima, Cross Runway 25 Center, Right to Lima und 12 of November 14. Neben Symphonic Metal genießt Florian noch Aviation Metal hier im Tower. Übrigens, SMS schreiben ist hier nicht erlaubt. Nee, Handy nicht erlaubt, Handy muss aus sein. Das können wir dann in der Pause, wenn wir unten sind, wieder anmachen. Aber hier oben keine Ablenkung, das wäre schlecht. Deswegen dürfen wir auch maximal 2 Stunden am Stück hier an der Position sitzen. Danach braucht man eine Pause, einfach um da halt dann wieder ein Reset zu finden. Keine SMS, keine Ablenkung, pure Konzentration. Unser Dreh war eine Ausnahme für 45 Minuten. Tuba Mike ist gerade gelandet, wollte nicht schwingen, muss noch mal mit der Franzosen kurz aufpassen, der auf Mike unterwegs ist. Und die Singapur hat Hallo gesagt. Lichter 3, Papi 5. That's it, alles Standard. Independent. Florian übergibt an seine Kollegin. Die ersten 2 Stunden hat er geschafft. Fun. Der 25-Jährige hat Pause in einem der Ruheräume, ein Stock tiefer. Ich habe jetzt eine halbe Stunde Pause. In der Regel hat man 3 Pausen über dem 8,5 Stunden Arbeitstag. 3 Pausen insgesamt von 2 Stunden 15. Am Anfang halbe Stunde Briefingzeit noch. Das heißt, dann bleiben 5 Stunden 45 reine Arbeitszeit über. Und genau, das wird dann über den Tag aufgeteilt. Wird vom Pausenplaner im Prinzip oben gemacht. Je nach Bedarf, wo halt dort gebraucht werden dann dementsprechend die Pausen auch geplant, dass dann immer 5 Leute oben sind. Eine Pause mit traumhaftem Flughafenblick. Für den Egelsbacher Alltag. Jetzt hat er Zeit fürs Handy. Flugzeuge sieht er ja in 30 Minuten wieder. Vom höchsten Turm zu den Höhenrettern auf dem Radarturm. Gute Reise, gute Besserung. Mit Seil und Trage wollen sie einen Menschen retten. Der liegt auf der Plattform unter ihnen. Ein Kollege spielt den Patienten. Er macht eine Ausbildung bei der Feuerwehr. Seit heute. Mirko Walter funkt mit dem Kollegen am Seil. Er trägt einen Notfallrucksack. Also der Kollege fährt jetzt da runter. Wir versuchen relativ schnell einen an den Patienten zu kriegen, sodass wir eine Ersteinschätzung im Prinzip machen können. Vielleicht eine Erstversorgung, weil auch der Kollege ist Notfallsanitäter. Genau, die Hand am Seil unter dir. Sollte der Patient stark bluten, starke Schmerzen haben, dann könnte der schon was machen. Ja, ich muss versuchen, die Pendelbewegung jetzt hinzukriegen. Könnt ihr oben am Seil mal ein bisschen was machen? Die Plattform oben, die Struktur, wie die Retter sagen, ist größer als die untere. So einfach kommen sie nicht an den Patienten. Also jetzt sieht man es ja ganz gut. Der Kollege hängt jetzt im Prinzip zu weit von der Struktur weg. Der pendelt sich jetzt ein. Und das Problem ist, je weniger Seil wir ausgeben, desto weniger Pendelstrecke haben wir natürlich. Ne? Wenn die Plattform jetzt noch 10 Meter tiefer wäre, dann wäre es einfacher. Aber dadurch, dass sie so relativ nah an der anderen ist, das ist eigentlich die Herausforderung jetzt hierbei. Ja. Sehr gut. Im Rucksack 10 Kilo Notfallmedizin. Schmerzmittel, Verbandsmaterial für die Erstversorgung des Patienten. Auch Mirko Walter ist bereit zum Abseilen. Ja, genau. Ich will mich jetzt lang machen, festhalten. Und er wird die 20 Kilo schwere Trage mitnehmen. Ich lass los? Ja. Wetter steigt über. Brauchst du mit Trittschlinge? Ich trete gleich in die Trage. Jo, ab.
Ja, ab. 3,5 Meter. Langsam ab. Ich hab die Trage jetzt. Und weiter ab. Mit auf Plattform. Noch mehr Seil. Tragestand. Ja, der Ausstieg war ein bisschen kompliziert jetzt oben, weil die Trage schon unter der Konstruktion hing. Aber soweit jetzt alles gut. Jetzt sind wir hier drin und jetzt kommt der Patient in die Trage. Dann heben die Kollegen mich wieder ein Stückchen aus und dann kommt er auf den Boden. Sein erster Tag und gleich diese Nummer. Und wie ist die Lage? Nervös. Also auf jeden Fall eine Erfahrung und ich bin mal gespannt, wie das wird. Bist du gemannt? 1, 2 und 3. Muss wahrscheinlich noch ein bisschen fußwärts, oder? 1, 2, ja. Ja. Der Patient wird jetzt einmal ganz normal in der Trage angeschnallt. Das sind diese Gurte. Die Arme mit reinmachen. Dass er im Prinzip in der Trage fest ist. Und? Schon Bauchkribbeln? Oh ja. Nur noch 45 Meter bis nach unten. Also Patient ist jetzt in der Trage. Ihr könnt auf beide Seile schon mal ein bisschen Vorspannung geben jetzt. Also jetzt ziehen die Kollegen oben mit. Du sagst Bescheid, wenn wir den Aztec einbauen sollen. Ihr könnt den Aztec jetzt einbauen. Die Kollegen ziehen uns jetzt mit einem Flaschenzug noch ein Stückchen auf, sodass wir über das Geländer kommen. Der Kevin hält uns im Prinzip so lange dann hier hinten fest. Ich stehe draußen, nehme den Patienten entgegen und dann werden wir wahrscheinlich sanft nach außen pendeln. Und dann gucken wir mal, wie das dann ausgeht. Ihr könnt aufziehen. Im Süden stehen riesige Solaranlagen. Ein Fall für den Notstromexperten Fabian Lutz. Ja, hier sehen wir einmal die Swissport-Halle. Da ist die komplette Dachfläche mit Solar zu. Und die gehören dem Flughafenbetreiber. Regelmäßig kontrolliert Mechatroniker Fabian Lutz die Anlage. Hier haben wir jetzt unsere PV-Anlage. 4300 PV-Module mit 24 Wechselrichtern und einer Spitzenleistung von 1500 Kilowatt. Und was könnte die Anlage stören? Schwierigkeiten sind zum Beispiel, da die Anlage jetzt sehr weit am Boden montiert ist. Wenn wir hier zum Beispiel jetzt Pflanzen haben, die nach oben wachsen, dann gibt es Schattenplätze hier auf der Anlage. Und wenn wir jetzt hier zum Beispiel so einen Schattenplatz hat, ist genau der Platz des Schattens ein Widerstand der PV-Anlage. Und die Module hier werden hier so warm, dass es nicht gut für die Anlage ist. Demnach haben wir jetzt hier Gärtner, die hier oben die ganzen Pflanzen entfernen, damit die Pflanzen keinen Schatten auf die Anlage werfen und die Anlage somit einen Schaden nehmen kann oder sowas. Also ein bisschen Pflege braucht die Anlage auf jeden Fall auch immer. Das sind nicht die einzigen Solarflächen am Airport. An der Startbahn West wird derzeit die größte vertikale Photovoltaikanlage der Welt gebaut. Fast 3 Kilometer lang, insgesamt 31 Hektar groß. Das sind 44 Fußballfelder. Mit 37.000 Solarmodulen. Bei Planespottern, Sammler von Flugzeugfotos, sorgt die neue Anlage für einen Wechselstrom der Gefühle. Ihr Blick auf startende Flieger hat eine dauerhafte Störung. Der Flughafenbetreiber will bis 2045 CO2-frei arbeiten. Deshalb investiert Fraport in grünen Strom, sagt Fabian Lutz. Des Weiteren ist geplant, auf den Dachflächen des Parkhauses vom neuen Terminal 3 und auf der Halle vom Terminal 3 PV-Anlagen zu installieren. Und an der Unternehmenszentrale sind schon PV-Anlagen installiert.
Seit 2021 liefern Onshore-Parks 15% des Strombedarfs am Flughafen, meldet Fraport. Ab 2026 sollen Windräder in Offshore-Parks Energie liefern. 50% des Strombedarfs soll damit abgedeckt werden. Strom wird immer wichtiger am Airport, vor allem in der Mobilität. Stand heute sind 800 Elektro- und 500 Hybridfahrzeuge auf dem Vorfeld unterwegs. Fabian Lutz hat Feierabend. Doch er wird weiterschrauben, daheim in der Garage. Sein Hobby? Autos und Sportmotoren. Ich bin auch schon mein Leben lang am Schrauben. Irgendwie habe ich mit meinem besten Kumpel damals den ersten Rasenmähermotor abgebaut und habe den auf den Tisch gebaut und wir haben den einfach auf den Tisch laufen lassen. So, das war die Kindheit. Da war ich vielleicht 15. Und jetzt 10 Jahre später, ja, der Motor ist dann ungefähr 50 Mal so groß und er steht in einem Raum und ist eine Netzersatzanlage vom Frankfurter Flughafen. Seine Frau ist Lehrerin. Vor kurzem haben sie einen Sohn bekommen. Ja, da beginnt nochmal ein ganz anderes Projekt, glaube ich. Das kann man nicht einfach mal so nebenhin stellen in die Garage oder sowas. Nee, das wird ein Fulltime-Job. Ja. Kurzum, Fabian Lutz steht immer unter Strom, ob daheim oder hier am Flughafen. Entlang der Startbahn 18 West zum Radarturm mit den Höhenrettern. Abwärts geht's für den Brandmeister in der Trage. Ich steige jetzt mit aus. Und seinen Retter Mirko. Ich gehe jetzt nach außen, damit ich ihn übernehmen kann. Gewinnst du die Bandschlinge dann, dass er nicht rauspendelt? Ja. So, hast du vorne? Ja. Okay. Patientenwetter, Seil. Ja. Das Schwerste ist jetzt eigentlich geschafft. Jetzt wird oben noch umgebaut und dann lassen die Kollegen uns ab und dann sind wir durch. Kommando, kann es weitergehen. Ihr könnt uns ablassen. Ja. Okay, dann hängen wir noch ein bisschen. Da hängen sie zwischen einem Airbus und einer Boeing. Alles gut? Ja, ja. Okay. Können wir? Ich versuche mal, dass wir auf der Außenseite vom Zaun landen. Noch 5. Langsam. Stopp. Weiter ab. Weiter ab. Retterstand, trage noch 1 Meter. Tragestand. Sollen wir dich erstmal befreien? Okay. Ja, das war wie gedacht oben eine Herausforderung. Aber ich denke, das ging jetzt ganz gut. Wir haben das relativ gut gelöst. Es hat funktioniert. Das ist die Hauptsache. Alles gut? Ganz drin lassen, ich fahr doch noch ab. Training abgeschlossen. Jetzt dürfen alle runter. Anschließend lassen sie sich wieder hochziehen. Mit dem Fahrstuhl. Um noch einmal diesen seltenen Ausblick zu genießen.